Natürlich kann man nicht in Komodo sein, ohne hier auch tauchen zu gehen. 2 reine Tauchtage für mich habe ich daher mit der Familie ausgehandelt. Als Anbieter habe ich mich für Blue Marlin Dive entschieden. Hat nichts mit dem Zuhause zu tun, aber an dieser Stelle liebe Grüße an Sebo und die Crew in Köln. Der Anbieter gehört hier zu denen mit der größten Reputation, aber vor allem liegt er nur gute 5 Gehminuten vom Hotel, da hier morgens um 6 Uhr Abfahrt ist. Ich habe hier bereits eingecheckt und meine Box aufgesetzt. Ja, und morgen geht's dann auch endlich aufs Boot. Also Freunde, ich habe große Erwartungen. Ob das Tauchen in Komodo diese erfüllen kann? Let's find out. You're pulling that way into another. What's it gonna be? Where's your head at? Where's my head at? Watch how the waves they're chasing each other, and they let it be. Where's the shore at? Where's the shore at? Loud gets louder, fast gets faster. Your mom told me pride aside, I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. Kinda miss you. Kinda miss you. Wanted to lay my head on your shoulder for a minute, babe. We grew stronger. We grew stronger. Loud gets louder, fast gets faster. Your mom told me pride aside, I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. I don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. You're pulling that way into another. What's it gonna be? Don't know which of us is right, but don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight. Don't know which of us is right, but let's just get on the same page tonight. The same page tonight.
Gut, also was soll ich sagen? Schon ganz nett hier, oder? Eine krasse Artenvielfalt. Und auch die Quantität an Viechern auf nur einem Quadratmeter war schon beeindruckend. Die Schildkröten zum Beispiel, das war nicht immer nur die gleiche, sondern jeder Schott wirklich ein anderes Individuum. Aber Komodo ist vor allem ja auch für seine Strömung bekannt. Und Strömung, das bedeutet hier auch wirklich Strömung. Das muss man schon wollen. Gewollt hatte ich, den berühmten Shotgun-Drift-Dive zu machen. Leider hatte Shotgun an dem Tag aber gar keine Strömung. Dafür aber die beiden anderen Nordspots, Crystal Rock und Castle Rock. Letzterer sogar dermaßen fies, dass ich hier so gut wie gar nicht filmen konnte, da die komplette Konzentration und Kraft darauf drauf ging, sich mit Händen und Haken an den Felsen entlang zu hangeln. Hier ein paar Impressionen. Okay, auf den Videos sieht es nicht so heftig aus, wie es war, aber glaubt mir, Freunde, das war Next Level. Tatsächlich nicht wirklich was für mich, denn meiner Meinung nach macht man Strömungstauchen mit der Strömung und nicht im Kampf gegen diese. Dennoch würde ich sagen, dass ich hier schon irgendwie auf meine Kosten gekommen bin. Erwartet hatte ich allerdings mehr. Erwartet hatte ich auch mehr vom Dive Center. Da habe ich leider ein wenig gemischte Gefühle. Am Boot, den Briefings, dem Tauchen an sich war eigentlich nichts auszusetzen. Die Kommunikation aber war nicht das Nonplusultra. Bereits im Vorfeld ein wenig holprig und dann beim Check-in vor Ort habe ich schon ein wenig lost herumgesessen. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass niemand so richtig Bock hat, sich um einen potenziell zahlenden Kunden zu kümmern. Hauptsache aber, die Bezahlung wurde unmittelbar und vorab getätigt. Viel Information gab es nicht. Auch wurden dererseits keine weiteren Fragen an mich gestellt. Entweder habe ich einen schlechten Tag erwischt oder Customer Care wird hier halt nicht so groß geschrieben, weil der Laden ja sowieso läuft. Denn Tauchen in Komodo ist halt Luxustauchen. Und da geht es eben vermehrt einfach ums Business. Nichtsdestotrotz ist hier ein Haken auf der Bucketlist gesetzt worden. Also Freunde, das war's aus Komodo. Bis zum nächsten Video. Denn aller guten Dinge sind 3. Und daher wird noch ein Video in dieser Indonesien-Serie folgen.